Hi Leute, willkommen zu Dragen gebaut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um den Labwaffenbau. Aber das kennt ihr ja schon. So, dann gehen wir mal direkt zum zweiten Teil über. Vom Unterarmschild. Ja? Das Ding ist jetzt soweit erstmal getrocknet. Scheint noch die Form zu halten. Ja? Dann wollen wir mal weitermachen. Mal gucken, was draus wird. Also, wenn euch das ganze Thema beim ersten Teil schon interessiert hat, bleibt dran. Wir sehen uns dann gleich, wenn ich weitermache. Wir sehen uns. Dann wollen wir mal weitermachen. Ich habe jetzt erstmal hier die Lederriemen erstmal so zusammen gemacht. Da müssen wir nachher noch gucken, wie wir dann am besten dann innen drin hinkriegen. Da bin ich noch am Überlegen. Aber wir fangen jetzt erstmal an, wie ihr seht. Ich habe mir hier immer Fliegengitter geholt. Das Ding ist mal wieder viel zu groß. So groß brauchen wir nicht, aber naja gut. Dann gehen wir jetzt erstmal hin. Tun so grob. Die uns erstmal wieder abschneiden. Ach, jetzt habe ich wieder hier die kleine Schere nur. Wusste, dass ich wieder was vergessen habe. Und dann wieder ein bisschen durchknabbern. So. Auf Seite. Hoffen wir mal, dass das so halbwegs groß genug ist. Zu den Rändern lassen wir noch ein bisschen Platz. Das passt. Das Ganze schneiden wir noch klein bei. Obwohl das eigentlich uninteressant ist, weil das ist drinnen, das sieht man nachher nicht mehr. So. Hier, das kann man auch noch gerade schneiden. So. Das mache ich jetzt noch zur Stabilisierung rein. Das ist zwar eigentlich, das Kunststoff ist schon genug, aber ich will hier vorne auch noch ein bisschen was steifer kriegen. Damit, wenn da mal einen auf der Hand kriegt, wofür das Ding ja quasi auch ein bisschen gedacht ist, damit das auch ein bisschen abhält. Ne? Soll jetzt nicht nur für die Optik sein, das soll natürlich auch ein bisschen was bringen. So. Ich glaube, den Rest werde ich wahrscheinlich jetzt alles mit Heißkleber machen. So, ihr seht, das Ganze ist jetzt hier schon mal drauf. Ne? Die Schablone brauchen wir erstmal nicht mehr. Die gehen wir jetzt hin. Die sollten ja eigentlich gleich groß sein. Sollten. Irgendwie scheint das nicht so zu sein. Also 100%ig habe ich anscheinend nicht. Aber weitgehend. Jetzt mache ich hier einfach noch so eine Mittellinie. Weil bei dem Ding, glaube ich, werde ich auch wieder von der Mitte wegkleben. Das ist, glaube ich, die beste Alternative, damit das nachher auch vernünftig sitzt. Dann mache ich jetzt erstmal hier so in der Mitte ein bisschen größeres, breites Stück. Das wird dann der Ansatz werden. Also war jetzt nur so in der Mitte an den Stellen. Ein bisschen nachkleben muss man immer so ein bisschen hier so. Das ist immer bei größeren Flächen. Muss man mal gucken, dass die Heißklebepistole richtig gut heiß ist, damit man in einem Stück auch so eine Fläche dann machen kann. Also wenn sie nicht zu groß ist. So, dann gucken wir mal, ob wir das hier hinkriegen. Sieht schon ganz okay aus. Ein bisschen was abschneiden muss ich immer. Kennt ihr ja. Schauen wir noch so ein bisschen. Funktioniert. So. Werde ich natürlich noch ein paar Löcher, und das werde ich noch machen. So, normalerweise ist ja gedacht, dass du noch irgendwas an Klamotten oder sowas runterziehst. Aber so prinzipiell, ne? Man kann gut greifen. Der Arm
der ist auch gut geschützt. Also da mal einen Schlag drauf, kriegt einen festen, ist okay. Ich merke zwar ganz minimal, aber auch nur, weil ich halt jetzt meinen Arm mehr oder weniger frei habe. Wenn da noch ein bisschen Hemd oder so was drunter hat oder Gambi oder was, dann merkst du wahrscheinlich ja nichts mehr von. Naja, so. Sieht schon mal gut aus. So. Dann mal wieder von andere. Ups. Ja. Hoffentlich ist der Cutter wieder scharf genug. Ich bin noch nicht sicher, ob ich mir... Ja, doch, den habe ich also halt geschliffen. Das geht. Schneidet da einfach, was natürlich oft dann nicht in das Lederband da reinschneidet, in den Riemen. Das war nämlich die ganze Arbeit umsonst. Gehe ich jetzt hin, schneide das alles soweit bündig. Sieht das schon mal ganz gut aus. Auf Seite. Das sieht hier oben aus. Das ist natürlich immer so ein bisschen, wird da mal Kleber raus. Können wir ruhig wegschneiden. So, dann haben wir das soweit schon mal. So, dann könnt ihr hingehen. Entweder macht das mit dem Schmirgelpapier direkt oder ich mache das jetzt mit dem Cutter. Mache wieder so eine kleine Phase hier rein. Und zwar will ich den ganzen Schild gleich noch so ein Metallrand einfassen. Wie es halt beim normalen Schild dann auch ist. Im Endeffekt ist es ja ein Schild, nur halt in einer Mini-Ausgabe. So Richtung Buckler quasi schon. So, das ist die Front. Wieder nochmal, dadurch, dass ich mit Cutter immer so ein bisschen, der ist nicht immer so richtig toll scharf. Am besten, dass das richtig scharf ist, dann können wir in einem durchmachen. Aber das ist nicht schlimm, deshalb mache ich immer die Phasen ein bisschen kleiner, damit er mit dem Schmirgel noch ein bisschen drüber gehen kann. Seht ihr, das haben nämlich auch meistens das einfach so in der Hand und nicht hier mit irgendeinem Klotz oder so. Da habt ihr nämlich, wenn ihr hier das habt, macht ihr einfach so ein bisschen zusammen und dann könnt ihr hier schön durchgehen. So, dann haben wir das jetzt. Dann gehen wir hin. Habe ich hier was liegen? Natürlich wieder nicht, aber das ist nicht schlimm. Dann improvisieren wir mal wieder. Und zwar, ich weiß jetzt nicht, ob das ein bisschen viel ist. Probieren wir mal hier mit. Nehme ich mal wieder den guten alten Schleifstein. Und lege den immer hier so am Rand, dass der hier bündig ist, also so an. Das ist jetzt nur so, das muss nicht so hundertprozentig sein, aber das quasi ist eine Hilfslinie. Damit ich nachher weiß, wie weit ich kleben muss. Ich will den jetzt auch nicht so breit machen, den Streifen. Das sind jetzt vielleicht so, ich sag jetzt mal so grob 2 cm vielleicht. Ja, das ist halt nur, damit ich ungefähr weiß, wie weit. Könnt das natürlich auch, ich mache das normalerweise meistens mit dem Maßband.
Aber mit sowas kann man sich dann auch halt behelfen. Je nachdem, was er an Arbeitsmaterial da hat. Man kann mit vielem improvisieren. So, das mache ich jetzt auch nur auf der vorderen Seite. Auf der hinteren Seite müsste das quasi eigentlich nicht unbedingt jetzt schon machen. Das ist dann quasi nur, damit ich schon mal vorne weiß, wie weit. Aber das zeige ich euch dann gleich. Dann geht es weiter. Und zwar bin ich jetzt schon mal hingegangen, habe ein Stück dünnes Leder, kann dann natürlich auch dickeres nehmen. Das werde ich dann hier einkleben. Das ist dann, damit das nicht so schnell verschleißen kann und ein bisschen hübscher aussieht. Werde wahrscheinlich den Rest, ich war erst am Überlegen größer zu machen, aber ich werde den Rest der einfacher halber alles dann mit Flexipaint oder Latex, aber ich denke mal, ich werde für das Teil Latex nehmen, dann mit einpappen. So, dann gucken wir mal weiter. Das tun wir erstmal auf Seite. Bin dann hingegangen, habe aus Dreiermatte, habe dann Maßband genommen. Das so ein dünneres ist vielleicht wahrscheinlich besser, aber ich mache das immer und knick das so ein bisschen und gucke dann, dass ich da so rumkomme. Vorne habe ich jetzt, glaube ich, so 2 cm hier ungefähr, nein, nicht ganz. Dann noch mit einmal rund. Andere Seite will ich nicht zu breit machen, also ich habe es jetzt mal auf 5 cm gemacht. So, 3 Teile, eins für oben, eins für hier, eins für da. Und dann fangen wir mal an. Alles ein bisschen großzügiger gemacht. Ich fange jetzt einfach wieder in der Mitte an. Wieder mit der Heißklebepistole. Wie gesagt, könnt ihr auch mit Pateks machen oder müsst ihr halt alle beide Seiten machen, ne? Damit das halt auch vernünftig hält. So. Ich fange immer oben an. Ja. Immer gut überlappen lassen. Gut, das ist jetzt viel zu viel, aber so ein gutes Stück sollte da immer überlappen lassen, damit ihr das danach herumklappen könnt. Ich mache dann immer erstmal nur so das gerade Teil. Einmal komplett, naja, komplett, ja doch, eigentlich schon auf der kompletten Länge. Wie gesagt, beide Seiten immer ein bisschen über, dann kann man das nämlich so einklappen, aber das zeige ich euch dann gleich. So, dann gehe ich hin, dann müsst ihr dann immer am Anfang, ist dann immer ein bisschen frickelig, bis ihr einen Anfang halt habt. Dann immer so in die Kanten rein, wo die Abkantung ist, und dann mache ich dann quasi das gerade Stück. Da müsst ihr mal gucken, dass ihr das gut andrückt und dass das gut auskühlt. Oder halt der Pateks, wenn ihr den habt, dass der schon gut angetrocknet ist, damit sich das nicht wieder löst. Und dann gehe ich da einmal komplett rund. Am besten immer so in Teilabschnitten machen. Außer jetzt bei der Länge ist es nicht so schlimm. Das geht. Ihr müsst halt immer gucken, dass ihr die Hände lang genug habt, dass ihr das vernünftig andrücken könnt. Das ist eigentlich der ganze Trick bei der Sache. So. Wie ihr seht, ist so ein bisschen wellig geworden. Ne? Das ist jetzt aber nicht so schlimm. Das kann man dann bei der Dicke, dann, wenn es nicht zu wellig geworden ist, kann man das dann wieder andrücken und dann geht das auch. So, jetzt gucken wir mal.
Bei der Sache könnt ihr jetzt natürlich hingehen. Man macht dann hier quasi so eine Linie, damit ihr wisst, wie weit ihr kleben müsst. Also könnt ihr machen, müsst ihr nicht. Ja. Ich mache jetzt einfach mal, dann ist es ein bisschen einfacher. Und dann habt ihr halt ein bisschen das Problem, dass ihr hier so komische Nüppel dann habt. Ja. Das ist jetzt hier bei der kleinen Sache, ist das halt ein bisschen blöd, aber das ist nicht schlimm. Das schneidet ihr einfach ein. Schneidet so ein kleines Dreieck raus. Und schon geht das wieder. Ja, seht ihr? Einfach so ein Dreieck. Wenn es denn nötig ist. Je nachdem müsst ihr das gar nicht machen, aber wenn es dann halt zu, ich sag jetzt mal, zu viel Wellen wirft, schneidet ihr einfach so ein kleines Dreieck da raus. Und dann gut andrücken. Aber aufpassen, damit der Finger euch nicht verkokelt, wenn ihr einen Heißkleber benutzt. Dann geht das eigentlich ganz gut. So. Hier hat es nicht so gut gehalten. Dann muss man immer so ein bisschen gucken. Wie gesagt, das ist immer in den Videos, beeile ich mich immer zu sehr, damit die Videos nicht so lang werden. Wenn man dann vernünftig erklären und zeigen will, ist das immer so ein Spagat. Ne? So. Ja, wie ihr seht, das ist jetzt, die Wellen sind hier raus, indem man halt so ein kleines Dreieck rausgeschnitten hat. Ne? Je nachdem, wenn es dann halt größer ist oder was, müsst ihr halt ein bisschen mehr ausschneiden, aber wie ihr seht, das klappt eigentlich ganz gut. So. Dann lasst ihr das Ganze erstmal wieder ein bisschen abkühlen bzw. antrocknen. Und dann geht ihr hin, ihr habt ja jetzt hier quasi dieses Teil über. Wenn da hingehen, macht hier so einen kleinen Schnitt. Ja. Quasi einmal hier, einmal da und dann könnt ihr das dann so hochklappen. Jetzt drüber mal. So. Da müsst ihr dann wieder gucken, dass ihr hier noch drauf macht, damit er doch vernünftig hält. Schneid schon ein bisschen was weg. Braucht man nicht so groß. Ja, wie ihr seht, hat man das dann schon so weit bündig. Das machen wir bei der anderen Seite jetzt auch. Könnt ihr natürlich auch einen Cutter nehmen, das ist dann euch überlassen, was ihr da benutzt. So. Ja, wie ihr seht, so. Dann klebt er hier noch. Dann klappt er das einfach einmal hoch. Und schon ist das Ganze soweit bündig. Könnte ich mal wieder unter Tipps und Tricks, aber das machen wir jetzt einfach mal hier. Das Ganze lasst ihr dann wieder was abkühlen. Sieht ein bisschen aus. Ja. Aber das schneidet er gleich dann weg. So. Gucken, kann man hier schon. Schneid schon mal ein bisschen mehr weg, damit man das auch vernünftig hinlegen kann. Nicht ganz bündig, aber schon mal ein gutes Stück. So, ich hoffe, das reicht erstmal. Den Rest, den arbeiten wir nachher danach. Ja, wie ihr seht, das sieht schon mal ganz gut aus. Können wir natürlich dann auch bei größeren oder breiteren oder was auch immer ihr macht, machen. Also im Endeffekt ist das immer dasselbe. Wie gesagt, am besten immer oben anfangen und dann an den Seiten. So, dann gucken wir. Dann fangen wir jetzt mal hier an. Da dann auch erstmal wieder so ein Stück. Wie gesagt, dafür sind dann auch die Linien gut. Ja. Und wenn ihr halt so ein bisschen Rundungen drin habt, macht immer stückchenweise. Dann ein bisschen antrocknen lassen oder abkühlen, je nachdem, ob ihr jetzt Pateks benutzt oder Heißklebepatronen.
Nicht wundern, dass ich das immer so ein bisschen runter schon mal mache. Das ist dann können wir nachher die Rundungen oder hier, wenn das nicht so ganz, ne, dann können wir das besser damit hinkriegen. Also keine Panik, alles gut. So, aber da mehr so Tipps und Trickstunde. Habe ich so das Gefühl. So. Ja, so sieht das schon mal bis hierhin aus. Ihr seht, das geht ganz zügig. Und dann natürlich auch wieder überstehen lassen. Da könnt ihr euch dann aussuchen, ob ihr nur bis quasi zur Mitte macht. Von den Linien oder einmal durch. Das ist im Endeffekt ist das Bot wie Deckel. Ist nur ein bisschen anders, wo ihr den Schnitt dann nachher machen müsst. Ja? Jetzt haben wir das hier schon mal, wie ihr seht. Ne? Könnt ihr natürlich auch hingehen und nachher so einen Schnitt machen, aber das ist dann euch überlassen. Ich mache jetzt einfach mal so, wie gesagt, das kann man verschieden machen. Dann könnt ihr hingehen, entweder mit dem Cutter, ich mache jetzt einfach mal mit der Schere, mache hier so einen kleinen Schnitt rein. Dann kann ich das nämlich hier an der Stelle schon mal verbinden, dann sieht das da nämlich schon mal gut aus. So, ja, seht ihr? Und dann fangen wir an, wie bei dem oberen Teil. Das Schöne ist, das können wir dann so ein bisschen aufklappen. Dann schneidet das Ganze hier wie oben auch wieder so ein bisschen ein. Dann können wir das Ganze nämlich genauso wie das andere hier auch hochklappen. Da muss ich noch ein klein wenig schnibbeln. So. Das sieht schon mal ganz gut aus. Ich habe da nicht so ganz sauber gearbeitet, also könnte ein bisschen schief werden. Wie gesagt, so an den Stellen, da müsst ihr halt besonders immer aufpassen, dass der Kleber richtig durch ist. Dann sieht das nachher nicht so toll aus. Aber das Grundprinzip, denke ich mal, habt ihr verstanden. So. Ja, so sieht der jetzt schon mal aus. Wie so ein Minischild, ne? So, dann gucken wir mal. Und zwar machen wir jetzt das Ding noch ein bisschen hübscher. Wenn wir hingehen, ich habe jetzt aus 3 mm Matte mit einem Locheisen. Kleiner Tipp, macht das nicht auf den Schneidmatten, nehmt euch ein Stück Holz oder sowas, weil das die Stecheisen tun dem Dinger nicht gut. Nur so als kleiner Tipp. So, dann kommen da noch ein paar Nieten drauf. Damit ist jetzt quasi oben schon mal alles fertig. Also hier werde ich groß nichts mehr dran machen. Ich wollte schon am Überlegen, vielleicht noch ein paar Scharten, aber ich glaube mal, da werde ich noch so ein bisschen Kratzer reinmachen, dass das nachher so ein bisschen benutzt aussieht. Also keine tiefen Scharten. So, dann haben wir das jetzt schon mal hier. Auf die Rückseite mache ich keine Nieten. Das Ganze jetzt mal aufklappen. Dann nehme ich mir ein bisschen Schmirgel wieder und werde das Ganze ein bisschen anbrauen hier. Und zwar ist das wieder damit der Pattex ein bisschen, das machen wir dann mit Pattex. Dann nehme ich noch ein Stück Zeitungspapier. Einen von meinen alten Gammelpinseln. Irgendwann muss ich mir heute mal einen größeren Schraubenzieher mit in den Keller nehmen. Irgendwie vergesse ich das jedes Mal. So. Bei der Sache mache ich jetzt nur auf eine Seite den Pattex drauf.
allerdings vernünftig dick, weil das noch in das Leder noch mit einzieht. Auf die Nieten auch gut drauf machen, dass das an den Stellen auch gut klebt. Passt auf, dass ihr nicht so viel auf Seite irgendwie überschwappen lasst hier. Weil die Ränder halt gucken, dass ihr die gut eingesifft habt, ne? Damit das an den Rändern noch hält. So. Da haben wir eben eingeschmiert. Und die Hose auf Seite. Dann nehme ich das Lederstück und jetzt das jetzt einfach da drauf. So. Könnte ein bisschen zu breit geworden sein. Ein klein wenig, aber ist jetzt nicht so schlimm. Das liegt nachher sowieso unten. Da kann man dann nachher noch ein bisschen nacharbeiten, wenn es denn gut getrocknet ist. So, das brauchen wir nicht mehr. Ja, dann lassen wir das jetzt im Pattex erstmal gut austrocknen, beziehungsweise durchschärten. Ja, dass das alles vernünftig trocken ist. Dann kann man noch ein bisschen, an ein paar Stellen muss ich glaube ich noch ein bisschen was hier wegschneiden. Da steht es ein bisschen über, aber besser ein bisschen über, wie das zu kurz geraten ist. Das Ganze lassen wir jetzt hier noch ein bisschen trocknen. Ne? Außenseite ist soweit gut. Ich gehe dann im nächsten Teil noch ein bisschen Heißluftföhn drüber und dann können wir eigentlich im nächsten Teil schon anfangen, das Ganze zu pinseln und dann gucken wir mal, wie das Ganze aussieht. Aber das sehen wir dann im nächsten Teil. Dann hoffe ich mal, das Ganze gefällt euch. Übrigens noch eine Sache in Eigenregie. Leute, 86% gucken meinen Kanal, ohne den zu abonnieren. Wäre schön, wenn ihr mich abonnieren würdet. Kostet euch nichts, unterstützt ihr mich mit. Nur so als kleine Bitte an euch. Ne? Also Abo nicht vergessen, würde mich echt freuen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Dann sehen wir uns beim nächsten Teil, wenn ich anfange, das ganze Teil hübsch zu machen. Leute, viel Spaß beim Nachbauen. Wir sehen uns.